Nordstadtliga ist eine über das gesamte Jahr laufende Straßenfußballliga hier in Dortmund Norden mit dem Ziel, jungen Menschen verschiedener Backgrounds eine sinnvolle und präventive Maßnahme zu ermöglichen, aber vor allem auch versuchen, ein bisschen soziale Ungleichheit auszugleichen. Die Nordstadt ist einer der ärmsten Stadtteile Nordrhein-Westfalens und damit auch ganz sicher in den Top 10 der ärmsten Stadtteile deutschlandweit. Da gibt es einen Streetworker, den Mirza, der das Ganze kraftvoll vorantreibt. Es gibt eine Stiftung, die finanziell und ideell unterstützt. Und dann gibt es noch einen Trainer, Edin Terzic, der auch total begeistert ist von der Liga. Wir haben dann auf den Straßen in ähnlichen Spielfeldern am Fußball gespielt. Ja, und dann kommen die Gefühle halt hoch. Ne? Es ist nicht nur in unmittelbarer Nähe zum BVB, es ist in unmittelbarer Nähe, wo ich mal gewohnt habe. Dann kommt deine persönliche Geschichte, die ganz viel bei mir ausgelöst hat. Eddie ist einer von uns. Ja, der hat selber halt in der Nordstadt gelebt, der ist auch Borusse. Ne? Also es sind viele Komponenten, die da reinfließen. Wir suchen nahezu überall auf der Welt nach talentierten Spielern. Und ja, ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir bald schon die ersten Top-Talente hier aus der Nordstadtliga dann bei uns begrüßen dürfen. Mein Name ist Maike Vollmer, ich bin Stiftungsmanagerin von der BVB-Stiftung Leuchte auf und wir sind hier am Borsigplatz 9 und ich war jetzt gerade versucht zu sagen 09, weil das so gut zum BVB passt. Borsigplatz ist ja die Wiege des BVB. Hier oder in unmittelbarer Nähe wurde der BVB gegründet. Und ja, das ist ein Arbeiterviertel der Stahlindustrie gewesen. Und hier ist eigentlich auch die soziale Verantwortung des BVB verankert. Die Nordstadt ist ein relativ großer Stadtteil, 50.000 bis 60.000 Einwohner. Und es gibt zwei Sachen, die an der Nordstadt in Dortmund ganz besonders sind, ganz spezifisch sind. Einmal ist es der mit Abstand kinderreichste Stadtteil der Stadt und zum Zweiten ist es der ärmste Stadtteil, nicht nur der Stadt, sondern einer der ärmsten Stadtteile Nordrhein-Westfalens und damit auch ganz sicher in den Top 10 der ärmsten Stadtteile deutschlandweit. Hier am Borsigplatz 9 sollen die Räumlichkeiten so umgestaltet werden, dass die Nordstadtliga hier einziehen kann. Das bedeutet, hier kommen Büroräume rein, aber hier kommt auch einfach eine Anlaufstelle für die Jugendlichen und Kinder hin, die in der Nordstadtliga spielen. Die Nordstadtliga gibt es schon seit 20 Jahren. Also es ist jetzt eigentlich kein neues Projekt, aber seit der BVB da vor 3 Jahren eingestiegen ist, ist das einfach, ich kann sagen, ist das explodiert. Das war einfach ein Riesensprung für die Nordstadtliga. Ich heiße Mirza Demirovic, ich bin Projektkoordinator der Nordstadtliga und ich mache jetzt in der Nordstadtliga in verschiedenen Funktionen oder verschiedenen Aufgaben seit ca. 2010. Nordstadtliga ist eine über das gesamte Jahr laufende Straßenfußballliga hier in Dortmund Norden mit dem Ziel, jungen Menschen verschiedener Backgrounds eine sinnvolle und präventive Maßnahme zu ermöglichen, Teilnahme an einem organisierten Sport, Lernen von Abbau von Vorurteilen, Umgang mit Gewalt, aber vor allem auch versuchen, ein bisschen soziale Ungleichheit auszugleichen. Ich habe in verschiedenen Funktionen, ich bin Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und in verschiedenen Funktionen, die ich früher ausgeübt habe,
war Nordstadtliga immer so ein Teil davon. Das heißt, als Betreuer einer Mannschaft, die hier teilgenommen hat, oder Streetworker, wo ich auch im Team war und Nordstadtliga mitgemacht habe und Angebote geschaffen hat. Und seit 2010 mache ich die Projektkoordination der Nordstadtliga. Bis zum 31.01. dieses Jahr war das eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und seit dem 1.2. bin ich hauptamtlich für die Nordstadtliga zuständig. Ich komme ursprünglich aus Jugoslawien, jetzt Bosnien. Ich bin da geboren, aufgewachsen und bin 1994 als Kriegsgeflüchteter nach Deutschland gekommen. Habe dann kurz daraufhin halt auch meinen Weg in die Nordstadt gefunden und habe dann auch sehr viel Freizeit in der Nordstadt verbracht als Jugendlicher und habe auch sehr Fußball gespielt. Die Nordstadt ist so ein typisches Ankunftsgebiet, so nennen das Soziologen. Das heißt, die meisten Menschen, die neu nach Deutschland kommen und auch neu dann nach Dortmund kommen, kommen in die Nordstadt. Nordstadt war ein Ort, wo du viel Information gefunden hast. Da hast du auch Freunde getroffen, da wusstest du auch, könntest auch erstmal, weil ich habe auch kein Deutsch gesprochen, als wir nach Deutschland gekommen sind, könntest auch erstmal auch ohne Deutsch zurechtkommen. Und wie gesagt, Informationen bekommen. Dankbarerweise habe ich da auch die Informationen bekommen, wo ich weiter zur Schule gehen kann, weil ich war nicht mehr schulpflichtig, als ich nach Deutschland kam, und dementsprechend gab es auch keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Und zum Glück durfte ich halt meine Ausbildung zu Ende machen. Ich bin eine vernünftige Lehre gemacht, eine Energieelektroniker in meinem ersten Leben, und ich durfte meine Ausbildung zu Ende machen. Danach hieß es, ich werde das Land hier verlassen müssen. Bosnien braucht Fachkräfte oder wie auch immer, ich muss weg. Aber ich wollte eigentlich nicht weg. Ne? Was war hier so das zweite Zuhause, was man sich aufgebaut hat? Es ist schwierig, eine positive Identifikation mit dem Stadtteil zu entwickeln. Es sind im Laufe der Jahrzehnte stärker als ohnehin solidarische Strukturen erodiert. Das heißt also, das Zusammenhalten, das sich kennen, das Aufeinander aufpassen, gelingt immer weniger. Das hat auch damit zu tun, dass es immer mehr Migrantengruppen gibt, es Sprachbarrieren gibt, die Fluktuation stark ist und man sich gar nicht mehr kennt. Und da kommt jetzt dieses Projekt ins Spiel, weil es eigentlich alles drei, also die fehlende Identifikation, solidarische Strukturen und die Möglichkeit, selbst mitzugestalten, verknüpft mit dem zentralen Interesse der Kinder und Jugendlichen, nämlich Fußballspielen. Also da gibt es einen Streetworker, den Mirza. Es gibt eine Stiftung, die finanziell und ideell unterstützt. Und dann gibt es noch einen Trainer, Edin Terzic, der auch total begeistert ist von der Liga. Ja, Edin ist einer von uns. Ja, der hat selber halt in der Nordstadt gelebt. Der ist, wie gesagt, auch einer von uns. Und damit meine ich auch alle, die im Team die Nordstadtliga vorantreiben, die sich für die Nordstadtliga engagieren. Irgendwie die das auch bewusste. Ne? Also es sind viele Komponenten, die da reinfließen. Ja, das allererste Mal hatten wir ja Kontakt hier. Über Apo. Ja, aber ich hatte ja eine Idee. Es ging darum, dass wir Bienen züchten wollten, und dann ging es darum, wo wir denn den eigenen BVB-Honig am besten herstellen. Und da gab es ein paar Ideen, und meine Idee war dann, ja, warum denn nicht am Borsigplatz? Und ich glaube, da haben wir dann das erste Mal uns dann auch persönlich gesprochen und kennengelernt und uns ausgetauscht und dann auch sofort gespürt, dass es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Ja, und ich glaube, ein paar Wochen später war es dann halt so, dass uns ein Spieler verlassen hat, Jesus Renier. Der hat uns verlassen, und der hatte in seinem Haus noch einen schönen, großen Billardtisch. Und dann ging es beim BVB darum, ja, könnt ihr den irgendwo gebrauchen, könnt ihr den irgendwo einsetzen? Und dann ist mir halt in dem Moment eingefallen, dass er euch vielleicht gut tun würde, hier in der Nordstadt. Und dann hatte ich dich dann persönlich angerufen, ohne dass du damit gerechnet hast, glaube ich. Ja, nee, gar nicht. Und dann haben wir das organisiert bekommen, dass der Billardtisch hier geliefert wird. Und so wurde der Kontakt immer enger und immer größer. Und ich habe dann immer mehr von der Nordstadtliga erfahren und was ihr hier tut. Und ich konnte mich dann an ganz viele Dinge zurückerinnern, wie es sich angefühlt hat in meiner Kindheit, in meiner Jugend, die auch sehr viel auf der Straße stattgefunden hat. Damals
gab es ja sowas, ich glaube, ich darf das ja sagen, weil sie jetzt auch unser Sponsor sind. Ich war damals beim Puma Street Soccer Cup. Das war dann auch so Mitte der 90er, wo das so anfing. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben uns selbst organisiert, wir haben Mannschaften gegründet, haben trainiert. Aber es wurde dann organisiert als Turnierform, aber es gab kein Training oder sowas, sondern wir haben dann auf den Straßen in ähnlichen Spielfeldern am Fußball gespielt. Ja, und dann kommen die Gefühle halt hoch. Ne? Es ist nicht nur in unmittelbarer Nähe zum BVB, es ist in unmittelbarer Nähe, wo ich mal gewohnt habe. Dann kommt deine persönliche Geschichte, die ganz viel bei mir ausgelöst hat. Und dann kommt dann halt der Fußball. Und nicht nur, dass der Fußball sehr viel verbindet, sondern wir als Borussia Dortmund, ja, wir wollen dafür einstehen, dass Borussia verbindet. Und ich finde, dass es da einfach so viele Gemeinsamkeiten gibt und dass wir in so vielen Bereichen uns gegenseitig unterstützen können, um gemeinsam zu wachsen. Und das hat dann von Anfang an super gepasst. Und so wurde dann der Kontakt immer enger. Und ja. Ja, es war auch ein lustiger Anruf, so, weil ich kannte ja deine Nummer nicht. Ne, und habe ich dir später erzählt, also mein Schwiegervater heißt Edin und einer meiner besten Freunde heißt auch Edin. Und dass du angerufen hast und sagst so, Edin ist hier, so, ja, wie ich, also, so, was, wer will so. Und dann sagst du, Edin Tennis, ich so, ja, also, hier versteckte Kamera, so, ich dachte wirklich so, da ist jemand, will mich so veräppeln. Und dann so, doch, ich so, können wir doch mal von vorne anfangen, tut mir leid, so, hi, wie geht's dir? Edin hat eine ganz andere Beziehung zur Nordstadt als die Trainer vor ihm. Das kann man den Trainern vor ihm nicht vorwerfen, darum geht's nicht. Aber er, man merkt, dass Edin hierher kommt und man nimmt ihm das auch einfach voll ab. Und nicht nur wir nehmen ihm das ab, sondern eben auch die Kinder und die Jugendlichen. Damit so ein Projekt so erfolgreich ist, braucht es zwei Sachen. Ein gutes Konzept, was an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen andockt und an den Problemlagen andockt, und Personen, die das vernünftig, glaubhaft und mit großem Engagement umsetzen. Dass Edin Terzic ist schon wichtig. Und noch wichtiger ist, dass er sich so stark engagiert, persönlich Präsenz zeigt, bei den Turnieren anwesend ist, was zu den Kids sagt. Also das ist schon von unschätzbarem Wert. Ich habe auch mal in der Nordstadt gewohnt, das ist noch gar nicht so lange her. Und ja, jetzt sehe ich, was hier entsteht, was hier wächst, und das macht mich irgendwo stolz. Und dass wir uns dann hoffentlich bald im ganz großen Stadion sehen. Und wenn ihr dann da seid, seid entweder laut oder spielt gut Fußball. Das wären die beiden Sachen, die wir für Dortmunder Jungs und Dortmunder Mädchen sehen wollen. Also alles Gute und viel Spaß. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass du dann ja auch eine Zeit lang nicht mehr in Deutschland gelebt hast und in Dortmund gelebt hast. Warst dann in Amerika, glaube ich. Genau. Ne? War Chicago? Pittsburgh. Ja, das wusste ich nicht, habe ich vergessen gehabt. Aber dann, wo du die Entscheidung wieder treffen konntest, zurückzukommen, hast du ja nicht lange gezögert, um dann wieder nach Dortmund zu kommen. Und ja, das ist außergewöhnlich. Und das macht dich, glaube ich, auch aus. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so eine Herzensangelegenheit für dich. Und ich glaube, was ganz Besonderes auch für dich dann jetzt, diesem Stadtteil, in dem du so viel erlebt hast, so viel zurückgeben zu können. Ich erinnere mich, es war keine leichte Zeit, die du hattest. Das ist ja auch etwas, was uns da ein bisschen verbindet. Also bei mir ist es ja einen Ticken anders. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind Anfang der 70er nach Deutschland gekommen, aber auch aus dem ehemaligen Jugoslawien. Trotzdem hat uns der Bürgerkrieg natürlich auch sehr getroffen und beschäftigt. Und dort ist mir dann eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erzählt hattest, bezüglich, wenn man nach Hause kommt und in den Briefkasten schaut. Nee, das habe ich gar nicht erzählt. Ach so, okay. Aber können wir machen. Also es ging dann darum, dass ich dürfte meine Ausbildung zu Ende machen, weil damals hieß es, okay, Bosnien wird Fachkräfte brauchen, und dementsprechend darf ich bis zu Ende meiner Ausbildung in Deutschland bleiben. Und als die Ausbildung zu Ende war, hieß ja, okay, jetzt musst du weg. Und das war also diese Nummer, wo man dann halt wirklich tagtäglich in den Briefkasten geschaut hat. Das war die Zeit vor den Handys, und das war die Zeit, halt, wo du zur Telefonzelle fahren musstest, um zu Hause anzurufen, um zu gucken, ob ein Brief gekommen ist, dass du halt weg musst. Ne? Und das waren so halt so sehr, sehr schwierige Zeiten, weil ich wollte eigentlich gar nicht weg so. Das war das zweite Zuhause. Die Dortmunder Nordstadt hat wie jeder arme Stadtteil, besonders arme Stadtteil, eigentlich an zwei Dingen
zu leiden. Das eine ist das Image, das in aller Regel negativer ist als die Realität. Und das ist bezogen auf die Dortmunder Nordstadt ganz bestimmt so, dass das Image viel negativer ist als die realen Lebensverhältnisse dort. Und zum Zweiten, dass es zu einer großen Fluktuation kommt. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, dass jeder, der kann, die Nordstadt verlässt. Die Fluktuation führt wiederum zu weiteren Problemen, wenn die Menschen andauernd ausziehen, ziehen weitere arme Menschen dazu. Die Menschen kennen sich immer weniger, es wird immer weniger solidarisch und es ist ein Teufelskreislauf. Diese Nordstadt hat ja leider Gottes einen schlechten Ruf. Ne? Und auch die Nordstädterinnen werden abgestempelt, gerade so Kinder und Jugendliche, ne? Werden halt nicht so gern gesehen, oder wie auch immer, wie man das nennen möchte. Ne? Aber Borussia Dortmund ist hier gegründet, ne? Und Nordstadt gehört zu Dortmund. Und wir sind Dortmund, genauso. Ne? Working hard, but we never out of breath. On to the next. Everybody take a rest. Can a man just flex? Working hard, but we never out of breath. On to the next. Everybody take a rest. Wir hatten gestern bei dem freien Training für die Mädchen bei Nordstadtliga Queens 43 Mädchen. So 43 Mädchen stehen auf einmal da und halt, wollen Fußball spielen. Das ist großartig. Diese Entwicklung, finde ich, es ist großartig. Ich meine, das hat auch das Ganze geführt dazu, dass ich habe es bis zum, ich meine, du kennst die Geschichte, ich habe das auch so ein bisschen halt immer wieder erzählt. Das war halt ein ehrenamtliches Projekt bis Ende Januar. Ne? Und irgendwann mal war das dann so groß, dass es halt überhaupt nicht mehr möglich war, das Ganze ehrenamtlich zu machen. Und glücklicherweise halt haben das die Verantwortlichen eingesehen und ich bin jetzt halt hauptamtlich erstmal unterwegs, was es auch wirklich die Möglichkeit gibt, auch mal wirklich zu wachsen und zu gucken und stabil zu werden, das Ganze zu professionalisieren und das halt so aufzubauen, dass das weitergeht. Das ist halt, weil wir merken es halt an den Kindern, also der Bedarf ist riesengroß. Wir können tagtäglich irgendwie Angebote machen, gleich ist hier freies Training. Wir hatten Montag 34 Kinder beim freien Training. Wir warten heute wahrscheinlich, muss mal gucken, das ist so bei der Hitze, aber auch bestimmt so 20, 30 Kinder und am Sonntag war Saisoneröffnung. Da hatten wir so viele Kinder und deren Eltern wie bis jetzt noch nie. Und das finde ich auch so halt, es ist ein weiteres Zeichen von der Stärke der Nordstadtliga, dass die Eltern uns jetzt wahrnehmen. Dass die Eltern so viel Vertrauen haben zu uns und sagen, so hier ist mein Kind, ne, so, die kann gerne irgendwie bei euch mitspielen, der kann gerne trainieren. Und das gibt es halt immer wieder weiter, diese Kraft weiterzumachen. Ne? Irgendwie so, okay, wir sind auf guten Wegen. Wir schlagen die richtige Richtung ein. Das ist so halt, das ist wahnsinnig. Also sehr, sehr positiv so für uns. Und, ja, deshalb, ich finde es einfach großartig, was du aus deiner persönlichen Geschichte gemacht hast, aus diesem Weg. Und trotz dieser vielen negativen Ereignissen du trotzdem so positiv geblieben bist und diese positive Art und Weise jetzt an die Jungs und Mädels weitergibst, die jetzt 20, 30 Jahre später in ähnlichen Situationen teilweise sind. Und dafür riesiges Kompliment und noch mehr ein großes Dankeschön. Ja, danke. Jetzt muss ich gucken, dass ich so ruhig bleibe, nicht emotional. Nein, aber es ist auch, danke dir, es ist halt, ich glaube, auch eine der Stärken, die man halt über die Jahre lang irgendwie entwickelt hat, dass man sagt, okay, es sind viele Sachen passiert, die negativ sind, also du sprichst über einen Krieg oder so, ich glaube, so leider sind die Menschen so, dass man nicht über die Dummheit des Krieges lernt. Wir haben ja schon so viele Kriege gehabt und erlebt und dass man nicht daraus lernt, dass das keinem was Gutes bringt. Ne? Aber ich denke mir also immer so, okay, die Sachen sind jetzt passiert, ich kann sie nicht mehr ändern, aber vielleicht kann ich das so umpolen, dass wir aus dem Minus ein Plus machen. Wenn man mit Mirza in der Nordstadt unterwegs ist, dann merkt man einfach, dass er der Kern dieses Projekts ist. Er kennt die Kinder und die Jugendlichen, er spricht sie auf der Straße an, er fragt nach ihren Problemen, er fragt, wie es ihnen in der Schule geht. Er hat einfach die direkte Verbindung. Wir haben das gemacht, weißt du nicht? Nein. Guck, mein Name da. Wo ist dein Name? Zeig mal deinen Namen. Guck da. Wo? Die ab hier. Zeig mal. Guck mal. Das hier habe ich von meinem Onkel, das ist mein kleiner Bruder, das bin ich. Alle liken auf Instagram, in Facebook, überall. Ja. Nordstadt. Ja, Nordstadt. Kommst du heute zum Fußball? Ja, 100%, ich komme heute. Oh. Müssen wir Team machen oder müssen wir unseren Namen schreiben? Heute ist Team, heute ist U13. Also heute startet die U13. Machen eine Mannschaft, 6 Leute. So ein Projekt könnte man nicht einfach jetzt neu aufsetzen in einem anderen Stadtteil, einer anderen Stadt.
versuchen zu kopieren. Das hat schon was mit dem Stadtteil selbst zu tun, wie das entstanden ist. Und es hat sehr viel mit den Personen zu tun. Also von der Entstehung durch praktisch ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt. Da hört man schon, was das auch mit Dortmund zu tun hat. Und dann durch das Engagement von Mirza Demirovic ist daraus was entstanden, was wirklich, das ist einzigartig. Und diese Einzigartigkeit wird dann nochmal verstärkt, indem der wichtigste Player dieser Stadt, der Fußballverein Borussia Dortmund, dann das Einzige, wofür die Stadt weltweit bekannt ist, dass der dann da mit einsteigt. Also das ist am Ende ist das eine wirklich einzigartige, ganz spezielle Konstellation, die den Erfolg erklärt. Das, was viele am stärksten bindet irgendwann mit dem Verein, ist der Stadionbesuch. Und es ist nicht leicht, in dieses Stadion reinzukommen und schon gar nicht, also selbst wenn man genug Geld hätte und ganz besonders schwierig, wenn man eben aus der Nordstadt kommt, von Armut betroffen ist und so weiter. Die Nummer dann halt für das Spiel auch, dass wir dann auch auf deine Einladung vom BVB dann Jugendliche oder Nordstädterinnen zum Spiel einladen konnten. Und wir waren mit 260 Leuten im Stadion. Wir hatten einen kompletten Block für uns. Wir haben uns irgendwie hier getroffen und um den Platz herum standen die Leute Schlange. Und wir haben dann Tickets ausgehändigt und da sind die alle irgendwie hier mit der Bahn dann direkt zum Stadion gefahren. Das sind so wahnsinnige Geschichten. Das ist so halt, und das bedeutet den Kindern so viel. Oder halt, wenn du das letzte Mal, wo du bei der Saisonöffnung dabei warst, einfach mal dabei zu sein. Das sind die Kinder. Also ich hatte jetzt auch, wir kriegen jetzt mittlerweile so viele Anfragen. Ja, wann kommt er wieder? Ne? Also wann ist er da? Und das ist, dann siehst du auch, wie enorm das den Kindern wichtig ist. Und da ist es auch so einfach mal eine pure Dankbarkeit. Ich glaube von allen, so dass das Ganze so halt ihr ist. Ne? Das sind halt so Dinge, die ich einfach richtig cool finde, dass Dinge wie Respekt und der Umgang miteinander und nicht nur dem Mitspieler, sondern auch dem Gegenspieler gegenüber honoriert wird, dass man da Punkte sammeln kann. Mir persönlich geht halt das Herz auf, wenn man sieht, ich erinnere mich an dieses Foto, was mir dann damals geschickt hattest, nach dem Spiel, wo dann die Queens, wo die Nordstadtliga Queens dann zum ersten Mal im Stadion waren und wie sie sich dann alle in Schwarz und Gelb gekleidet hatten. Und da geht mir halt einfach das Herz auf, weil teilweise gibt es Familien hier, die seit Jahrzehnten hier leben, aber es noch nicht geschafft hatten, das Stadion von innen zu sehen. Und dass wir dann nicht nur ihnen, sondern halt auch den Eltern die Möglichkeit geben konnten, das Ganze mal zu begleiten und das Ganze mal zu erleben. Und ich finde, das sind halt so Dinge, die richtig schön sind. Und ich glaube, das ist auch das, was dann die Familien und auch die Kinder so honorieren und so schätzen an euch, dass ihr so selbstlos und trotzdem mit klaren Regeln und Normen unterwegs seid, um dann diese Werte zu vermitteln, die extrem wichtig sind. Und das Ganze dann noch mit dem Ball, das Ganze in unmittelbarer Nähe zu uns, da wo wir geboren wurden, da wo wir jedes Jahr am Ende der Saison hinwollen, das ist halt einfach außergewöhnlich. Und das ist etwas, was wir als Verein und ich persönlich auch sehr gerne unterstütze, auch wenn du ganz genau weißt, dass ich nicht derjenige bin, der das jetzt hier gerne macht mit Mikro und mit Kamera. Aber ich verstehe auch, dass es darum geht, die Aufmerksamkeit größer werden zu lassen und dass auch die Leute wissen, hey, hier in Dortmund gibt es richtig tolle Jungs und Mädels. Und ja, wir suchen nahezu überall auf der Welt nach talentierten Spielern. Und ja, ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir bald schon die ersten Top-Talente hier aus der Nordstadtliga dann bei uns begrüßen dürfen. Da haben wir uns ja auch ein paar Sachen überlegt, wie wir das Ganze noch honorieren können, wie wir die Jungs dann in unsere Fußballschule reinbekommen, in unser NLZ reinbekommen, wie wir das Ganze dann auch nochmal in diese Bahn lenken können, dass es da auch nochmal einen sportlichen Anreiz gibt für die Jungs und die Mädels hier. Und ich glaube, da sind wir gerade auf einem richtig guten Weg, aber wir sind noch lange nicht fertig. Für den BVB und auch für die BVB-Stiftung ist das im Grunde genommen eine Herzensangelegenheit. Und nicht nur das, irgendwie auch eine Pflicht,
weil wir einfach Verantwortung haben für diese Stadt. Aber der wesentliche Punkt ist, dass die Menschen aktiviert werden, selbst teilzuhaben, selbst mitzugestalten, nicht darauf warten, dass irgendwer ihnen hilft. Und das macht die Nordstadtliga richtig gut, dass dort so eine Plattform angeboten wird und die Kinder und Jugendlichen, ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre ganzen Netzwerke, dass die richtig mitmachen, mitgestalten, aktiv sind. Denn das Projekt ist viel größer, als die Anzahl der hauptamtlich Tätigen dort vermuten lässt. Und diese Bewegung, diese positive Bewegung, diese Dynamik, davon profitiert am Ende der Stadtteil als Ganze. Und dementsprechend ist es ein Projekt, das der Stadt hilft, dem Stadtteil hilft, dem Verein hilft und natürlich ganz besonders den Kindern und Jugendlichen. Und das, was ich gerade beschrieben habe, kann man bezeichnen als sehr gelungene, sozialraumorientierte pädagogische Arbeit und das mit Fußball. Ich fühlte mich hier zu Hause. Das war das zweite Zuhause, was man sich aufgebaut hat. Das erste Zuhause gibt es in dem Kontext nicht mehr. Ne, irgendwie Bosnien ist ein anderes Land und Banja Luka, meine Heimatstadt, ist auch eine andere Stadt. Klar, freut sich, wenn du da bist, aber irgendwo ist das hier zu Hause. Also, das ist einfach deins.